Klebestreifen auf meiner Hose. Mhm. Ich kleb's jetzt an den Hund. So. So schnell räumt man hier auf. Ja, alles an den Hund kleben. Richtig, muss man schwer an den Hund schmieren. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal bei brütender Hitze. Das ist auch der Grund, warum Peter und ich jetzt in allen Videos, die wir jetzt hier heute in diesem Setup aufnehmen werden, keine Uniformen haben. Es ist einfach nur bestialisch warm. Und wenn man sich jetzt noch eine Wolluniform anzieht, kann man weder denken noch am Stück reden. Ja. Wir machen das jetzt so. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Genau, passend zum Thema, weil es ja so schön warm ist, geht es heute um die Unterwäsche der deutschen Armee im Wandel der Zeit. Also Wandelzeit natürlich beschränkt auf die Epoche, die wir darstellen. Also so ungefähr 1899 bis 1918, so in dem Dreh. Da hat sich immer wieder mal was getan. Und ja, so eine Unterhose ist eine feine Sache, auch im Sommer. Haben viele auch im Sommer getragen, spätestens ab Einführung der Einheitsunterhose, weil der Wollstoff ziemlich scheuert. Hm. Also der scheuert sehr doll am Knie und in der Kniekehle, und so eine Unterhose hat das immer sehr angenehm verhindert. War natürlich immer ein bisschen wärmer. Ich weiß nicht, wie man das im Sommer gelöst hat. Ich weiß, dass es im Ersten Weltkrieg damals Bestrebungen einer Sommeruniform gab. Aber das wurde nie so richtig umgesetzt. Also ungefähr so wie der Regenmantel. Das gab es auch, glaube ich, nur bei der Bayerischen Armee, die sowas mal in geringer Stückzahl an die Truppe ausgegeben haben. Der war dann aus so einem Zeltbahnstoff. Aber sonst so richtig Sommeruniform wäre mir nichts bekannt. Man hat natürlich den Drillich gefärbt, aber Drillich ist eine andere Geschichte. Da reden wir dann nochmal in einem Drillich-Anzug-Video drüber. Ja. Aber das war ja bei allen Armeen so, ne? Die haben ja alle an ihren Wolluniformen festgehalten. Ja, natürlich. Also die Briten und die Franzosen noch bis weit in den Zweiten Weltkrieg hinein. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie es dann später bei der NVA war. Ich glaube, die Bundeswehr hat dann anderes Stoff bekommen. Aber völlig anderes Thema. Es soll heute gehen um die Unterwäsche und wir fangen da einfach mal mit den Hemden an. Wir haben da ein paar Beispiele mitgebracht. So ein Beispiel wäre natürlich sowas hier. Das ist jetzt allerdings schon das Hemd aus Leinen. Das hatte, wie man relativ gut sehen kann, keinen wirklichen Kragen, also wirklich nur so ein Stehkragen, war sehr schlicht und vereinfacht geschnitten. Das war aber nicht immer so. Es wurde zum Beispiel 1904 ein Hemd aus Köper eingeführt. Köper ist ein Stoff. Also ein Baumwollstoff. Genau, also es ist ein Baumwollstoff und Köper ist die Webart. Also Köper könnt ihr euch vorstellen, ist wie Jeans. Ein bisschen dünner, aber von der Webart ist es wie Jeans, fühlt sich auch so an. Dieses Hemd wurde dann dementsprechend eingeführt, hatte dann auch die Knöpfe in dem Rahmen und war dann somit aus dem gleichen Material wie auch die Unterhose. Zu der kommen wir aber später. Wir machen erstmal weiter mit den Hemden. Und das Hemd war ja relativ lang, ne? Nach unten hin. Das Hemd war ja relativ lang. Ja, das war sehr lang. Weil das dann auch als Unterhose mehr oder weniger genutzt wurde. Ja, also es gab Unterhosen. Also ich sag mal, der Unterhosen im Sinne vom Schlübbi, das gab es nochmal separat. Also man hat nicht barbeinig, wie noch im Siebenjährigen Krieg, sich dann einfach das Hemd um den Intimbereich gewickelt. Konnte man auch machen als zusätzlichen Wärmeschutz, aber das war nicht mehr die Idee dahinter. Die waren halt einfach lang, weil sie... Vorsicht, Halbwissen, weil ich meine, dass die so auch als Nachthemd benutzt wurden. Und somit ja, natürlich. So sieht es auch aus, genau, von der Länge her, ja. Und somit dann nochmal ein bisschen zusätzlich gewärmt haben. Wir bleiben dann nochmal bei dem Hemd, was wir euch gerade gezeigt haben. Wie gesagt, das hier, das Hemd, was 1914 eingeführt wurde, das gab es damals in 4 Größen. Also einmal das war dann unterteilt in unterschiedliche Länge und unterschiedliche Breite. Die Größe war dann auch immer in den Kragen gestempelt. Also bei mir jetzt nicht, weil es ist privat beschafft und deswegen ist das da nicht reingestempelt. Aber sonst theoretisch, die Größe war in den Hals gestempelt. Und so wurde das dann zu Beginn des Ersten Weltkriegs getragen. Das bestand halt eben auch aus dem Mischgewebe, also das war dann kein Köper mehr. Die Größen waren auch von 1 bis
3 oder so, ne? 1 bis 4. 1 bis 4. Und das hatte dann halt eben dementsprechend, hatte das eine bestimmte Breite. Also ich glaube, in der Breite war es von 48 bis 54 Zentimeter Schulterbreite. Und in der Länge war es, glaube ich, von 92 bis 115 Zentimeter Länge. Und das war auch alles eingestempelt? Das war eingestempelt. Also, die 1 und dann auch die Größe? Oder? Richtig. Nur in dem Unterschied, dass die 1 war im Kragen eingestempelt mit römischen Ziffern und der Rest dann halt eben mit den arabischen. Ah ja, weil ich habe da ein originales Kriegsmarinehemd und da steht nur die 1. Genau. Also da steht nur Größe, GR, 1, mehr nicht. Richtig. Also gut, das ist die Regel. Oder beziehungsweise das ist auch ein Marinehemd, von daher wird da keine Breite beigestellt. Und es ist auch die Vorschrift. Also ich habe noch kein Hemd gesehen mit diesen Stempeln. Na, also gut, doch vielleicht Originale auf Fotos, aber ich hatte noch kein Original in der Hand, sagen wir es mal so. Richtig, das war dann das Hemd, das dann auch noch relativ lange getragen wurde. Dann, wie es immer so ist, 1917 kam dann ein neues Hemd, das sogenannte Einheitshemd, was dann auch dieses Gewebehemd dann abgelöst hat. Sprich, danach war es dann aus reinem Mischgewebe, also aus einem Stoff, der sich Trikot nennt, also oder Trikotstoff. Und es ist sehr dünn, sehr weich und das war dann halt eben auch sehr schlicht und einfach gehalten. Aber ich finde es vom Stoff her tatsächlich am angenehmsten. Ich wollte gerade sagen, war bestimmt sehr beliebt, das Ding. Ja, also als es dann kam, bestimmt. Es erinnert mich ein bisschen an diese Western-Filme, weißt du, wo sie diese Ganzkörperanzüge anhaben. Genau, so vom Stoff her. So ähnlich ist das auch. Das ist wie gesagt das Einheitshemd, das war dann auch für alle natürlich gleich. Parallel dazu muss man bei den Hemden jetzt natürlich auch sagen, es wurde auch sehr viel privat beschafft getragen, dann ab einer bestimmten Zeit, also auch ab 1917 beziehungsweise auch schon 1916, waren dann keine Farben mehr für die Hemden vorgegeben. Das heißt, es wurde aus allem Möglichen wurden diese Hemden hergestellt. Da ist zum Beispiel hier ein sehr schönes Beispiel, das ist halt eben ein Hemd in diesem Schnitt, wie zum Beispiel das Hemd, was ich euch gezeigt habe, was ich trage. Das ist vom Schnitt her identisch mit diesen super kleinen Kragen der Knopfleiste, hier unten der Verstärkung und auch von der Länge her, aber es ist aus einem komplett anderen Material hergestellt. Also das ist auch wieder, wenn ich jetzt lügen müsste, würde ich sagen, das ist eine Tischdecke. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen aus wie so ein dünnes Geschirrhandtuch. Genau, und das ist halt eben so das, es war dann irgendwann die Freigabe gegeben, dass ich halt beim Schnitt der Hemden musste man sich nicht mehr an die Vorgaben halten. Da gab es dann einfach Hemden aus allem Mischgewebe, Restgewebe, was da war. Nur halt eben der Schnitt ist dann relativ gleich. Genauso wie privat beschaffte Hemden, davon gab es auch einige. Viele Soldaten, die dann irgendwann keine Lust mehr hatten, irgendwelche abgeranzten Sachen zu tragen. Ja. Oder keine Lust mehr hatten, das Hemd aufzutragen. Die haben sich dann von zu Hause Hemden schicken lassen. Das ist dann zum Beispiel sowas hier, ein nettes Beispiel. Also auch aus einem Trikotstoff. Und hier oben dann halt eigentlich ein Hemd, was wahrscheinlich eher zu einem Anzug getragen wurde, aber halt umgearbeitet, sodass es militärisch getragen werden kann. Ja. Na, also ihr seid bei der Wahl, wenn ihr jetzt eine Darstellung machen wollt und ihr wisst nicht, was für ein Unterhemd ihr anziehen sollt, das ist auch wieder dann so ein bisschen zeitlich begrenzt. Ich würde auch wieder sagen, hier zum Frühkrieg, also zum Beginn des Ersten Weltkrieges oder auch davor, sollte man halt eben irgendwie zusehen, dass man möglichst Hemden militärisch geliefert, die der Vorschrift entsprechend sind, bekommt. Und alles, was dann so 1916 und ab 1917 ist sowieso Sodom und Gomorra, was das angeht, da könnt ihr unten drunter anziehen, was ihr wollt. Ja. Hauptsache, es entspricht halt eben grob einem zeitlichen Schnitt. Ja, und halt ohne Kragen, also Stehkragen, ein paar Knöpfe vorne dran. Genau, also ein kragenloses Hemd mit Knopfleiste vorne dran. Und ja, es muss kein Original sein, aber es sollte vielleicht so ein bisschen wenigstens diesen historischen Eigenschaften entsprechen, wie sie damals vorgeherrscht haben. Gut, dann so viel zum Hemd. Kurze Rede, langer Sinn. Kommen wir zur Unterhose. Bei der Unterhose ist es halt eben so, es gab damals eine Unterhose, die sowohl als als auch als Unterhose getragen werden konnte. Das war dann dieses Modell aus Köper.
wie gesagt, das war von Anfang an aus Köper, hatte auch Knöpfe für Hosenträger, hatte hinten, das fehlt hier leider, aber der Tunnel ist noch da. Es hatte ein Zugband, dass man das an die Hüfte anpassen konnte, und es hatte eine Gesäßtasche, und unten an den Beinen hatte die Unterhose dann diese Kordeln. Damit konnte man dann das Hosenbein zusammenknippern, also je nachdem, entweder wenn man es halt eben als Überhose oder als Sommerhose dann getragen hat, dann hat man das natürlich zugeknippert, damit man damit besser in die Stiefel kommt. Oder wenn man es halt über den Schuhen trägt, konnte man das dann halt eben nochmal am Schuh fixieren, damit die Hose nicht die ganze Zeit hochrutscht. Das war die Idee dahinter. Diese Körperunterhose wurde dann im Laufe der Zeit immer wieder mehr und mehr vereinfacht. Da sind dann Sachen weggefallen, man hat reduziert, weil einfach nicht mehr viel da war. Das war dann, wie gesagt, dieses Modell, die erste Unterhose. Auch hier noch schön gestempelt mit 1899, Bekleidungsamt, die Größen. Hier ist noch alles drin. Also ein sehr interessantes Stück. So, dann kommen wir zur nächsten Unterhose, also beziehungsweise es ist immer noch die Körperunterhose, die wurde wie gesagt Stück für Stück immer weiter reduziert und danach auch als Überhose immer mehr vom Drillich abgeschafft. Man muss jetzt dazu sagen, diese Körperunterhose war damals auch dazu gedacht, als Sommerhose getragen zu werden. Das ging, und es gab im Winter aber eine andere Hose, also eine andere Unterhose. Da wurde ein bisschen strikt unterschieden. Im Sommer hatte man die Sommerunterhose und erst in den Wintermonaten wurde auch die Winterunterhose ausgegeben. Das ist eine Sache, das wurde erst später abgeschafft. Aber hier zu Zeiten, wo diese Hosen hier noch getragen wurden, also diese Modelle, war das noch so, dass es halt eben die Sommerhose, Sommermonate, und im Winter gab es dann die Winterhosen, die wurden dann entsprechend wieder eingesammelt. 1910, es ist immer noch dasselbe Hosenmodell, was hier aber auffällt, einmal das Zugband, was hinten angebracht war, um die Hose an die Hüfte anzupassen, das entfiel, das war weg. Genauso wie die Gesäßtaschen. Die sind dann auch weggefallen. Es gab dann zwischenzeitlich noch Modelle, die hatten noch kleine Taschen vorne für die Uhr. Die fehlen hier aber auch schon, also wurden auch nicht mehr angebracht. So hat man dann runter reduziert, weil man wollte, dass als Sommerüberhose eher die Drillichhose getragen wird. Die hatte dann halt eben auch seitliche Taschen und so weiter und so fort. Das sind halt eben alles Sachen, die fehlen. Das Einzige, was halt eben dann wirklich noch da waren dann diese Zugbänder. 1916 sind dann auch die weggefallen, beziehungsweise wurden dann aus einem Papiergarn dann angebracht, weil man daran halt eben möglichst sparen wollte. Und dann ist diese Hose 1917 auch schon verschwunden. 1917 war halt eben wieder so ein Jahr, wo viel nochmal umgeworfen wurde, auch was die Unterwäsche angeht. Wir haben das vorhin schon beim Hemd gesehen. Da gab es ja dann dieses Trikot, ich glaube es hat einfach nur Trikot. Ja. Genau, dieses Trikothemd, was sehr weich war, und aus diesem Material gab es dann auch eine Unterhose. Tada! Genau, und dieses Modell, hier ist es nämlich auch nochmal schön, hier sind die Größen nämlich eingestempelt. Hier sieht man einmal die 110 für die Länge, 48 für den Umfang und ist insgesamt eine Größe 2. Da ist es nämlich alles drin und da kann man das gut sehen. Diese Unterhose, also die Einheitsunterhose 17, war sehr versimpelt und hat dann auch alle Unterschiede zwischen Sommer- und Winterunterhose abgelöst. Also ab da wurde im Sommer und im Winter nur noch die getragen. Die hatte hinten dann auch kein Zugband mehr, sondern hatte dann hier so einen Keilausschnitt, der dann mit einem Band noch festgenäht, Blödsinn, mit einem Band zugezurrt werden konnte auf die entsprechende Größe und hatte dann vorne halt die Knöpfe, um das vernünftig zu verschließen. Interessanter Fun-Fact: Diese Hosen haben alle einen bestialischen Hosenstall. Er ist riesengroß und man kann ihn nicht zumachen. Es geht nicht. Es sind keine Knöpfe drin. Ich dachte erst, schade, die Knöpfe fehlen. Und dann ist mir bei allen anderen Unterhosen, die ich jetzt hier so in der Hand hatte, aufgefallen, haben die nicht. Ist halt immer auf. Okay. Das ist wahrscheinlich der Vorteil, dass wenn man sich dann im Stehen erleichtern möchte, ist ja schon fummelig genug, nur die Tuchhose aufzuknöpfen, dann hat man wenigstens da das Terrain nicht mehr. Genau, unten war dann auch keine
waren dann auch keine Zugbänder mehr drin, sondern man hatte hier so ein Gummiband eingenäht, damit das unten am Bein immer eng sitzt. Ja, wie so ein Strampler. Das ist ein Strampler, das ist so eine richtige, aber sie ist bequem. Das glaube ich. Das ist die einzige. Wir hatten euch ja mal erzählt, wenn man originale Kleidung kauft, dass die euch in der Regel zu klein ist. Ich hatte jetzt dieses unglaubliche Phänomen, dass ich jetzt diverse originale Unterhosen vom lieben Funky übrigens ausgeliehen hatte. Vielen Dank, Funky. Und eine hat mir Willi geschickt. Und wir sind ausnahmslos alle zu groß. Zu lang, zu groß. Ja. Also ich weiß nicht, was für einem unglaublich mächtigen Menschen diese Hose damals gehört hat. Oder ich habe einfach bloß viel zu viel abgenommen. Was ja auch nicht schlimm ist. Die einzige Unterhose, ja, ich habe sie anprobiert. Nein, wir haben sie für das Video nicht an, weil zu warm. Wir haben keine Lust reinzuschwitzen. Und das hier ist das einzige Modell, was mir wirklich perfekt passt. Also sollte ich irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, so ein Modell nochmal zu erstehen als mein Eigentum, oder wenigstens eine Vergleichsweise, muss ja kein Original sein, die würde ich auch anziehen. Dann, also einmal im Winter und im Sommer, damit man noch mehr schwitzt und damit die Hose nicht so reibt. Mhm. Ich glaube, das ist eine feine Sache. Genau. Wo könnt ihr sowas kaufen, Peter? Gar nicht. Richtig. Gut. Tschüss. Ja, nein, also könnt ihr halt wirklich nicht. Ihr könnt Unterhemden, bekommt ihr hier und da. Also die bekommt ihr beim Bekleidungsamt, die bekommt ihr bei Schusters, die bekommt ihr bei Hessens Antik, bei Hessen Antik, bei Nestorf und so weiter. Da gibt es Unterhemden, natürlich mit gravierenden qualitativen Abstufungen, je nachdem, was man möchte. Ja, ich kann euch gar nichts empfehlen. Es ist am Ende des Tages ist es ein Unterhemd. Ihr habt in der Regel unter eurem Feldrock, unter eurer Feldbluse. Ja, das Einzige, was man eben sieht, sind die Ärmel. Ne? Genau, die Ärmel, die sieht man meistens. Ja. Da kommt es natürlich drauf an. Also ich finde natürlich zum Privatbeschafftes ist in der späten Darstellung immer schön. Ja. Also es sieht ein bisschen nach was aus und das ist halt eben so dieses Minimum an Individualismus, was man sich erlauben kann, wenn man ein Hobby macht, in dem man sich uniformiert. Ja, ich habe auch eins mit blauen Streifen. Da siehst du halt am Ende die blauen Streifen am Ärmel, aber ansonsten ist es egal eigentlich. Richtig. Und in den seltenen Momenten, wo ihr mal keine Bluse anhabt oder keinen Feldrock im Lagerleben, scheiß der Hund drauf. Ja. Aber wie gesagt, die Unterhosen bekommt ihr, soweit ich weiß, gar nicht. Ja. Also ich weiß, es gab mal bei Nestorf eine Zeit lang eine Drillichhose. Das ist aber halt auch eine Drillichhose, ist keine Unterhose. Und da sind die Unterschiede schon vom Material her und auch vom Schnitt her sind schon gravierend. Also ihr könnt nicht einfach eine Drillichhose drunter ziehen. Nee, das ist halt auch unangenehm. Eine Drillichhose ist ja eigentlich eine Arbeitshose. Richtig. So, und der Stoff ist eben auch so steif wie Arbeitshosenstoff. Der muss ja auch was aushalten. Ne? Genau. Ja, also bei den Unterhosen, ihr könnt natürlich schauen, ob ihr ein Original bekommt. Da müsst ihr dann selber mit euch ins Reine kommen, ob ihr sowas anziehen wollt oder nicht. Ich bin da relativ schmerzfrei. Also wenn die gewaschen sind und ist jetzt nicht die Bremsspur des Todes drin, dann warum nicht? Na, also da kann ich euch leider nicht so viel Empfehlung mit auf den Weg geben, wie ich das gern möchte. Genau. Was noch interessant ist, das schneide ich nachher einfach so in die Mitte mit rein, weil ich jetzt frech bin. Es gab damals für die Unterwäsche spezielle Wäschebeutel. Mhm. Und diese Wäschebeutel, die kamen dann in den Tornister, in den Deckel. Ja. Weil die Unterwäsche, die wurde immer mitgeführt, genauso wie der Drillichanzug. Und da wird wahrscheinlich auch jeder Soldat, spätestens wenn es im Winter kalt wird, auch sehr hinterher gewesen sein, dass diese Unterwäsche in Schuss ist, weil sonst wird es kalt. Ja. Ja. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video über die Unterwäsche der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg gefallen. War auch wieder ein relativ grober Überblick. Man hätte noch viel, viel krasser ins Detail gehen können, aber es sind halt so kleine Unterschiede. Es gab auch bestimmte Unterschiede in den Nähten. Das wurde dann so und so genäht und dann wurden die Hosenbeine nicht mehr so genäht und dann war im Schritt eine Naht anders. Und da dachte ich mir, mein Gott. Ja, interessiert keinen Schwein. Richtig. Und ich habe versucht, mich wirklich auf das Relevanteste an Änderungen zu beschränken, so dass man einen groben Überblick bekommt, wann, wo, wie, welche Unterhose getragen wurde. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an den lieben Funky, der uns sehr umfangreich einfach mal alle Modelle, die er so hatte, ausgeliehen hat, damit wir dieses Video machen können.
Und ja, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal. Tschüss. Tschüss.